Hallo, willkommen am 1000 Wecker Report, heute mit dem Thema Goldaktien, Bullmarkt erreicht den Mainstream. Disclaimer: Goldaktien, Bullmarkt erreicht den Mainstream. Das Handelblatt titelt heute: Goldpreiskurse von Goldaktien Aktien steigen rasant. Und weiter: Zeit, sich einen stillen Gewinner dieser Entwicklung etwas genauer anzuschauen. Die Kurse der Goldminenaktien schnellten rasant und eher unbemerkt von breiteren Anlegerkreisen nach oben. Der Link unten finden Sie in der YouTube-Beschreibung. Also das Unterstrichen ist das Zitierte, die Überschriften der Zeitung. Das ist genau das, was wir hier auf dem Kanal seit September tief sagen. Interessant ist auch der gleichlautende Begriff unbemerkt oder wie wir auch sagen, der versteckte Anstieg. Und genauso ist es. Das Handelsblatt hat es auch erkannt und das noch in einer sehr frühen Phase des laufenden Bullenmarktes, die für uns die dritte Phase darstellt. Also erste Phase 2016, zweite 2018, 2020, die auch die größte werden sollte. Wer also jetzt noch einsteigt, das Handelsblatt titelt in seiner Überschrift: In unsicheren Zeiten sind Edelmetalle gefragt. Minenaktien bieten noch größere Chancen für Mutige. Die Kurse haben in 2 Monaten fast die Hälfte an Wert gewonnen. Kann auch zu sehr günstigen Kursen teilweise einsteigen. Da die Dynamik aber schnell zunimmt, ist mit täglich höheren Bewertungen zu rechnen. Schnelles Handeln für die Anleger ist gerade das Gebot der Stunde. Im Übrigen erinnert der Handelsblatt-Artikel von heute an den Wirtschaftswochenartikel vom 16.01.2016, als die erste Welle begann. Damals sagte die Wirtschaftswoche: Gold für Anleger mit Minenaktie, die Gewinnchancen verdoppeln. Ja, es scheint fast so zu sein, als, sag ich mal, hier die Leute darauf nochmal aufmerksam gemacht worden ist, genau wie Anfang 2016, wo wir dann nachher diese sehr starke Goldaktienrallye bis August 2016 gekommen haben. Also auf sowas muss man auch achten. Also die Überschrift ist meines Erachtens auch ein bisschen irreführend. Der Bullenmarkt erreicht noch nicht den Mainstream, also es will noch immer keiner was von Goldaktien wissen. Aber diese ersten Artikel sind ein Indiz dafür, dass das irgendjemand durchaus auf dem Radar hat. Und das war, wie gesagt, 2016. Danach setzte dann eine mehr als halbjährige Goldaktienrallye ein. Genau dasselbe, was wir jetzt auch vermuten. Also möglicherweise ist das, sage ich mal, ein Indikator, dass es jetzt wirklich auch losgeht. Und das ist im Grunde genommen auch, sage ich mal, so eine Information, möglicherweise auch ein Insider, die diese Entwicklung sehen und verstehen. Das ist noch nicht im Mainstream nachher, wenn wirklich auf der Bildzeitung steht, reich mit Goldaktien oder sonst was. Das ist dann natürlich klar das Ausstiegssignal. Also Sie finden diese beiden Artikel unten in YouTube verlinkt. Ja, hier ein Kupfer- und Gold-Projektgenerator, Papua Neuguinea, 5,3 Millionen Dollar Marktkapitalisierung. Ach nee, Entschuldigung, ist falsch, ist sogar noch geringer, ist sogar 2,4 Millionen, sehr hohes Risiko dementsprechend auch. Aber dem stehen auch ziemlich große Ressourcen entgegen. Also das Unternehmen konzentriert sich auf die Erschließung seines Vorzeigekupferprojekts Yandera, das im äußerst vielversprechenden orogenen Gürtel von Neuguinea liegt. Die Lagerstätte befindet sich etwa 75 Kilometer südwestlich der Stadt Mandak, nahe der Bismarcksee. Das Grundstück liegt innerhalb des Neuguinea-Gürtels, der sich vom südöstlichen Teil der Insel See durch die zentralen Gebirgszüge bis nach Indonesien westlich von Grasberg, der riesigen Kupfer-Gold-Mine von Freeport-McMoRan, erstreckt. Yandera ist ein magnetisches, intrusives, strukturell kontrolliertes Kupferporphyriersystem mit Molybden- und Goldvorkommen. Ja, ist es im Wesentlichen, handelt es sich hier um ein Kupferprojekt, 5400 Kilotonnen, Low-Grade 0,33%, und quasi Nebenprodukt sind 3,2 Millionen Unzen Gold, Low-Grade 0,4 Gramm pro Tonne. Und wenn man das jetzt, sage ich mal, in den Potentialfaktor einsetzt, also für das Land habe ich die schlechteste Situation genommen, 0,5 Grad des Goldes auch 0,5, also jeweils 50% Abzug.
Aber das macht eben bei 2,4 Millionen Marktkapitalisierung einen theoretischen Potenzialfaktor von 333. Also im Verhältnis zu den theoretischen Ressourcen äh, eine stark unterbewertete Aktie. Aber das geht eben natürlich einher mit dem Gamble-Risiko. Aber unabhängig davon, Sie sehen, dass die Bewegung der letzten Tage auch hier zu einem Ende des Niedergangstrends geführt haben und diese Aktie ist stark ausgebrochen. Was man hier kaum sieht, da sieht man, wie tief und günstig sie sind. Und Sie sehen auch, wo die herkommen, von fast 1 $ 2020. Und warum soll sich das nicht wieder erholen, wenn die Gold über 2000 geht und in den 1 $ Bereich geht, möglicherweise mehr, je höher die Mania ist. Das sind eben diese großen Chancen. Nochmal vielleicht zur Lage. Sie sehen hier Papua-Neuguinea angrenzend zu Indonesien. Das ist dieser Gebirgszug, der durchzieht sich durch ganz Guinea. Das ist ja ein Teil des Indonesiens, ein anderes Papua-Neuguinea. Hier ist die Grasbergmine, die riesige. Und dieses Projekt ist also, wie gesagt, 90 Kilometer von diesem Ort Mandong, oder wie das heißt, hier an der Bismarcksee entfernt. Also meiner Meinung nach ein Unternehmen, das man sich sicherlich mal angucken sollte, aber man sollte sich bewusst sein, das ist ein Gamble-Risiko, ist auch in keiner Art und Weise eine Kaufempfehlung. Aber einfach nur wollte ich Ihnen aufzeigen, welche Ressourcen zu welcher Bewertung es draußen noch gibt. Ja, was kann man jetzt noch tun? Pentagon sagt ja mit dem großen Ressourcen kaufen in der Hoffnung, dass das dann bei Gold 2000 oder 2300, 2500 dementsprechend höher bewertet ist. Also jetzt Aktien mit Superlativen kaufen, um sie auch zum Superpreis dann sozusagen verkaufen kann. Sie sehen das 1970, was da passiert ist. Teilweise sind Aktien von 15 oder 20 Cent auf 10, 20, 30, 40 $ gestiegen. Nicht selten konnte man aus 1000 $ äh, 250.000 machen. Einfach eine unglaubliche Entwicklung und wir hoffen natürlich, dass diese Entwicklung sich zumindest in Ansätzen wieder erholt. Und noch gibt es eben viele unterbewertete Goldaktien, auch wenn jetzt schon eindeutig zu sehen ist, dass viele Aktien schon ordentlich Tempo aufnehmen und enorm steigen. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko das Ganze zu orten. Ja, wir haben eine Exit-Strategie entwickelt. Was kaufen Sie, wenn dieser Boom vorbei ist? Bei Interesse kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag mit persönlicher Beratung erstellen. Ähm, ja. Einlagerung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft ist einfach ein Unternehmen, das zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen ist. Eine Überweisung in ihre Edelmetalle sind Zollfreilager in der Schweiz eingeladen. Die können sich jederzeit ausliefern lassen und ist vielleicht eine Alternative, falls die Edelmetallhändler mehr oder weniger überlaufen sind oder auch zu teuer sind oder es auch Abgabebegrenzung gibt. Also sicherlich auch mal ein Blick wert. Ähm, ja, Preisvergleich von Gold und wenn Sie Gold und Silber kaufen auf gold.de. Es gibt keinen Grund für physische Ware über teure Preise zu kaufen. Ansonsten noch nützliche Informationen, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, mit welchem Broker in der Schweiz, wo können Sie Edelmetalle in der Schweiz und Liechtenstein einsteigen. Weitere Informationen zu Goldaktien, Charts, Goldaktien, Goldratio, weitere Informationen zu Informationsportalen wie COCA, im weitere Informationsquellen zu guten Statisten wie Uwe Bergold und so, welche Interviews ich Ihnen dann sehr ans Herz lege. Ja, generell, wenn Sie noch Fragen, Zustellungsprobleme oder Anregungen haben, können Sie mir eine Mail schicken oder mich auch einfach telefonisch erreichen. Sobald es mir dann zeitlich möglich ist, melde ich mich bei Ihnen. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden, wenn sie entstehen. Vielleicht auch mir ein Like geben, wenn Ihnen das genehm ist, weil das hilft dem Algorithmus und dann wird dieses Video auch anderen ja, Zuschauern vorgeschlagen. Also nochmal besten Dank und bis zum nächsten Mal.